die Nina und bei mir sitzt heute unser Chef, der Tobi. Und wir wollen euch heute ein bisschen was über die Geschichte von Esculap erzählen und die Hintergründe, wie ihr auch in unserem letzten Post schon ein bisschen mitbekommen habt. So Tobi, jetzt möchte ich mal mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, wie hat es für dich mit dem Mountainbiken so angefangen? So ganz einfach, Mountainbike gekauft, losgefahren, nicht mehr aufgehört. Aber nee, ich wollte eigentlich als kleines Kind immer Motocross-Profi werden. Das hat nicht ganz geklappt, da war ich aber so langsam dazu. Und dann sind einfach Aufwand und Kosten sind immer größer geworden. Und irgendwann habe ich mich gefragt, macht das eigentlich Sinn, in der Natur mit diesem Lärm unterwegs zu sein? Und dann habe ich mir das Mountainbike gekauft und bin mit meinem Spezi Mitch, der übrigens heute Chef der Produktentwicklung hier bei Esculap ist. Wir haben die erste Fahrt im Mountainbike gemacht, das war eben zur Isar runter. Dann sind wir direkt wieder hochgefahren, haben Schaufeln geholt und Sprünge gebaut und dann ging es los. Und ich wollte eigentlich auch nie mehr oder nicht mehr Rennen fahren, den ganzen Stress nicht haben. Wir sind im selben Jahr noch die ersten Downhill-Rennen gefahren und dann kam eins zum anderen. Irgendwie war ich dann Testfahrer fürs Bike-Magazin und hat es auch mit den Rennen besser geklappt und dann konnte ich schon so, nicht gut, aber ich konnte ein bisschen davon leben. Und damit schon nicht, wir fahren heute noch eigentlich jedes Wochenende auf diesen Isar-Trail, wo wir damals auch die erste Mountainbike-Fahrt gemacht haben, das ist 30 Jahre schon her. Das ist echt krass. Und es ist immer noch Teststrecken für die Produkte. Ja, genau. Geil. Du hattest ja dann einmal eine sehr starke Verletzung am Rücken. Wie ist es dazu gekommen? So, dann haben die ganzen Downhiller dann auf einmal Motocross trainiert und da war ich natürlich gleich dabei, ist ja klar. Aber dann war einfach der Geist irgendwie anscheinend noch schneller als der Körper und bei so einem Doppelsprung habe ich nicht ganz geschafft und dann gab es so diesen typischen Kompressionsbruch, den man dann ganz gerne hat. Und dann war es erstmal eine große Pause angesagt mit allem. Und als ich dann wieder Radfahren konnte, das hat 1,5 Jahre gedauert, dann war das so der Start für Esculap eigentlich, weil mir dann nach 15 Minuten ist mir alles taub geworden. 10 Genitalien, Finger und so weiter. Und dann habe ich meinen alten Spezi, Staudte, also Stefan Staudte, der Dr. Stefan Staudte, der war damals ja auch Testfahrer beim Bike-Magazin und ist schon x-mal Transalp-Challenge gefahren und so weiter, aber hat eine urologische Praxis gehabt. Und habe den angeguckt und gesagt, Stefan, was ist los mit mir, das wird alles taub. Und ich gesagt, das sei doch nicht doof, du hast jetzt eine Engstelle in der Wirbelsäule, da müssen diese ganzen Nervinformationen durch, das schaffen die nicht mehr richtig. Du hast halt was anderes nach 2 Stunden merken, das merkt du schon nach 15 Minuten. Super, als Testfahrer, geil. Und es war natürlich dann spannend und dann haben wir uns getroffen und er hat mir das alles erklärt, diese Anatomiebücher, diese dicken Schinken sind wir dann nächtelang durchgegangen. Und er hat natürlich auch während seiner Studienzeit schon an Sätteln rumgebastelt und hatte da echt liebe Ideen. Und dann haben wir rumgemacht und rumgebastelt. Und dann hatten wir immer total unterschiedliche Meinungen über unsere Prototypen. Was ist da los? Ja, irgendwie waren wir uns nicht einig. Und dann sind wir über ein paar Umwege allerdings auch, der Stefan ist auf die Idee gekommen, dass wir uns nochmal auf Messpappen, Wellpappen setzen. Und dann hat es geklappt mit diesen Abdrücken. Und dann hat er irgendwie 9 cm gehabt und ich hatte ein bisschen über 12 cm. Und in den Anatomiebüchern stand aber, Männer haben zwischen 10 und 11 cm. Das schaut jetzt aber nicht ganz hin. Und dann war das super spannend. Und dann haben wir Leute vermessen und dann ist diese Spreizung ja immer größer geworden. Und dann waren auch total schmale Frauen dabei. Da habe ich gesagt, wir müssen hier Gas geben. Und so, wie kam es dann so zum ersten Produkt, was ihr dann wirklich entwickelt habt, den ersten Sattel? So, das war alles, das ging dann super schnell. Wir sind auch dann ziemlich bald auf der Eurobike gestanden und wir sind einfach mit dem Stand gekommen und haben es so dazugestellt. Wir rutschten mal ein bisschen, bei der Firma, die kannte natürlich. Und wir haben natürlich auch schon Messpappen, wir fanden das super spannend und haben das vorgestellt und die Leute vermessen, aber wir hatten erst einen Sattel in einer Breite. Und dann haben wir natürlich auch Gas geben müssen. Und wir hatten dann damals auch keine Kohle als semi-professioneller Mountainbiker, da ging es halt nicht irgendwie. Aber das hat sich super entwickelt alles. Und wir hatten dann eben sehr schnell die Sättel in zumindest 2 Breiten und dann 3 Breiten. Und wir haben dann auch super schnell Griffe gehabt, eben mit Flügel und Lenker mit 16 Grad Biegen und Pedale und so weiter. Die Palette war relativ schnell fertig. Und dann ging es dahin. Und jetzt sind wir hier, wo wir jetzt sind. Hallo! Die konkreten Ziele, wir nehmen es eigentlich sportlich. Ja, wir wollen Rennen gewinnen. Das war ja mit der Company im Prinzip eigentlich auch. Und was ist hier ein gewonnenes Rennen oder viele Punkte erreicht zu haben, das sind einfach zufriedene Kunden. Das ist eine tolle Wertung, die unser Ziel ist. Wir wollen die Tests bei den Magazinen gewinnen, wir wollen bei den Leserumfragen gut sein und wir wollen einfach super Produkte machen, die Spaß machen und die Freude machen. Das ist mal das vorrangige Ziel. Dazu haben wir, wie man hier auch sieht in unserem Labor,
einen Haufen Wissenschaftler und Studenten und Masteranden und wir forschen und messen und machen Studien und Druckmessungen und nicht nur fürs Rad, auch für Motorräder, und wir sind mit fast allen großen deutschen Autoherstellern in Kontakt und machen auch im Hintergrund da spannende Sachen, wobei das Ziel ist einfach, das Radfahren besser, schneller, angenehmer, komfortabler zu machen. Und Probleme zu lösen ist natürlich ein super Ziel von unseren Kunden, von unseren Radfahrern. Auch wenn das Problem jetzt einfach ist, der Kunde möchte ein Rennen gewinnen und schneller sein. Also wir wollen es auch effizienter machen, über mehr Entlastung und Vermeiden von Schutzhaltungen, mehr Halt auf dem Sattel, Einlegesohlen und Pedale, die bringen natürlich richtig mehr Effizienz und Vortrieb, wenn sich der Fuß nicht mehr verformen muss. Wir haben schon von Anfang an Lenker mit mehr Biegung nach hinten. Das haben wir aus dem Motocross importiert sozusagen. Das macht das Ganze auch angenehmer und sicherer. Und wenn du beim Motocross, wo die Belastungen so hoch sind, die Handgelenke verbogen hast und du bombst irgendwo ein, dann tut es richtig weh. Und beim Mountainbike macht das auch Sinn. Und so ist unser Ziel einfach, wir wollen jetzt nicht die Größten und die Stärksten sein, aber wir wollen einfach schöne, innovative Lösungen für Probleme finden und die Menschen eben schneller und glücklicher auf dem Rad machen.